Du hast Fersensporn und bist die miesen Schmerzen leid, dann bleib direkt dran, denn ich zeige dir, was du selbst dagegen tun kannst, und da gibt es eine ganze Menge. Du hast vielleicht schon mal davon gehört, dass man Fersensporn mit einer Faszienrolle wegrollen kann. Aber ist es wirklich so? Diese Frage und wie du das Problem lösen kannst, beantworte ich dir heute. Erstmal erkläre ich dir kurz, wie so ein Fersensporn meiner Auffassung nach überhaupt entsteht. Du hast hier zwischen der Ferse und dem großen Zeh einen dicken Muskel- und Faszienstrang. Und den brauchst du beim Laufen. Und weil wir immer nur in Schuhen laufen, verkürzt und verspannt der immer mehr. Und je größer die Spannung wird, und du kannst hier sogar ein bisschen erkennen, da ist so ein Auszug aus dem Fersenbein. Und je größer diese Spannung ist, die sich da aufbaut, desto mehr zieht die Sehne am Knochen und dann bildet sich der Sporn, und der ist auch schmerzempfindlich, weil die Spannung so hoch ist. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass nicht der Sporn der Grund für den Schmerz ist, sondern Rezeptoren, die aufgrund der Spannung, die da herrscht, zu empfindlich sind. Und wenn wir diese Spannung normalisieren, dann ist das Problem meistens bereinigt. Und bevor wir zum Wegrollen des Fersensporns kommen, machen wir erstmal effiziente Übungen dagegen. Dann beantwortet sich nämlich die Frage schon fast von selbst. Ina zeigt dir die Übung, ich erkläre sie dir und mach am besten gleich mit wie immer. Ja? Ina, geh mal vor die Wand. Und jetzt gehst du mit deinem linken betroffenen Bein. Wir gehen also vom Fersensporn auf der linken Seite aus. Deswegen zeigen wir fürs linke Bein, fürs rechte Bein machst du einfach das andere. Ja? Geh noch ein bisschen weiter zurück, dass du hinten beim gestreckten Knie eine gute Dehnung in die Wade bekommst. Hier, da zieht es. Und schau, dass die Ferse voll am Boden bleibt und das Knie total gestreckt ist. Und damit fangen wir erstmal an. Wir dehnen da zunehmend rein. Du gehst im rechten Knie immer weiter runter, dann verstärkst du hier die Dehnung. Warum machen wir das? Weil diese ganze Kraft hier ins Fersenbein reingeht, über die Achillessehne ins Fersenbein reingeht und auch Auswirkungen auf den gesamten Fuß hat mit anderen Muskeln, die ja noch eine Rolle spielen, die ja unten bis dort unten reinziehen. Geh immer wieder sicher, dass du ganz gestreckt bist. Und jetzt spannst du deinen Vorfuß gegen den Boden. Spann den Vorfuß gegen den Boden, richtig feste, dann lässt du locker und gehst noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Jawohl. Und jetzt machst du Folgendes. Achtung, das ist nicht einfach. Jetzt beugst du dein linkes Knie, dann hebt sich die Ferse ab und du merkst, du drückst jetzt praktisch, die Zehengrundgelenke liegen auf und du drückst dich ja im Fußgewölbe jetzt mit in die Dehnung rein. Geh vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Ja, noch ein bisschen weiter runter hier mit dem Knie. Jawohl. Und dann merkst du, hier, die Dehnung geht jetzt nicht nur hier in der Wade, sondern auch weiter noch hier bis unter den Fuß. Versuch das zu halten. Die Position, die ist nicht ganz einfach. Ich zeige dir nachher eine Möglichkeit, das noch viel einfacher von der körperlichen Seite her hinzubekommen, diese Übung. Und dann drückst du auch wieder mit dem Vorfuß gegen den Boden, richtig fest dagegen drücken, dass das, was hier gedehnt wird, sich richtig schön anspannt. Lässt wieder locker, gehst noch weiter in die Dehnung und jetzt gehst du mit dem Knie noch weiter runter und setzt es ruhig auch ab am Boden. Setz es ruhig am Boden ab und drück dich aber nach hinten, dass die Zehen voll in die Überstreckung kommen. Und jetzt merkst du ja, die Dehnung ist hier tief drin in der Wade, über die Fußsohle bis vorne zu den Zehen hin. Muss natürlich einen Boden haben, der auch nicht rutscht. Und jetzt versuchst du nochmal mit deinen Zehen in den Boden zu krallen. Ja, richtig mit den Zehen Druck zu geben. Richtig fest Druck geben, noch ein bisschen mehr und machst wieder locker und gehst noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Genau, wenn das noch mehr drückt, dann geh ruhig noch weiter dort in die Kniewinkel, dann kriegst du mehr Druck auf den Fuß wahrscheinlich, gell? Genau. Okay. Und mit dieser Übung ziehst du immer mehr an diesem Strang und kriegst den immer freier. Schau mal, also mit dem vorgedehnten Fuß geht es wesentlich leichter,
Wenn du den Knieretter noch nicht hast, dann stell dich mit dem Vorfuß auf 2, 3 Bücher, die du entsprechend hinlegst und stell halt sicher, dass es nicht runterrutscht. Und dann machst du Folgendes, du gehst erstmal in die Dehnung, wie hier, das dehnt wieder hier. Dann gehst du ins Knie, geh mal zunehmend ins Knie, ja? Weiter komme ich nicht. Langt schon, mir geht schon nicht, okay? Dann bleibst du so und dann ziehst du das Knie nach vorne, damit du die Ferse abhebst und dann bekommst du hier vorne die ganze Kraft drauf und dann gibst du so viel Gewicht drauf, dass du hier wunderbar diese Dehnung hinbekommst. Viel, viel einfacher als ohne diese Erhöhung des Vorfußes. Und jetzt zum Thema Wegrollen des Fersensporns. Wir rollen ihn mal weg. Schreib doch mal ein paar Kommentare, ob du damit schon Erfahrung hattest, ob das geklappt hat und so weiter. Wir machen es erstmal durch. Du gehst auf die Mini-Rolle oder auf eine vergleichbare andere runde Rolle und gibst viel Druck drauf, fängst an den Zehen an und beugst jetzt die Zehen. Und mit jedem Zehenbeugen, was du machst, holst du dich ein bisschen weiter nach vorne. Jawohl. Immer weiter. Und gibst allen Druck drauf, den du mit dem Bein drauf geben kannst. Immer so stellen, dass du maximalen Druck aufbauen kannst. Wenn du von den 10 Grundgelenken runter bist, dann gehst du mit dem Knie ein bisschen nach links, nach rechts, mit den Knie ein bisschen rüber, ja? Gehst ein bisschen mit dem Fuß raus, gehst ein bisschen drüber. Warum? Weil das Fußgewölbe schräg unten ist, dass du jetzt gut an der Innenseite auch die Kraft aufs Fußgewölbe bringen kannst. Und machst immer diese Bewegungen weiter. Hast du jetzt gleichmäßig Kraft auf der? Ja. Wunderbar. Immer weiter, immer weiter. Und dann merkst du, das Zehenbeugen bringt dich nicht vorwärts. Dann gehst du auf den Boden und ziehst dich am Boden immer weiter vor. Und dann kommst du in den Bereich, wo auch der Fersensporn wahrscheinlich zu spüren ist. Dann bist du dann vorsichtig und machst so, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Gehst immer weiter vor. Immer weiter vor und irgendwann dann versuch bis zum Ende der Ferse das auszurollen, weil irgendwann rutscht du dann ab. Okay, und das kannst du ruhig ein paar Mal wiederholen und immer wieder das Gleiche machen. Und jetzt kommen wir zur Beantwortung der Frage, langt das? Also das hilft auf jeden Fall, das Stoffwechsel reinzukriegen. Das entspannt auch. Aber auf Dauer, um nachhaltig den Fersensporn loszuwerden, es ist wichtig, dass du die Übungen machst, weil nur die Übungen, wenn du regelmäßig machst, verändern die Struktur dauerhaft. Und noch eine ganz wichtige Info für dich. Nicht der Sporn selbst tut weh, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern dass da zu viel Spannung drauf ist. Die Rezeptoren, die führen zu dem Schmerz. Und wenn du die Übungen machst und das Ganze sich runter entspannt, ist der Schmerz weg, aber der Sporn noch da. Und ob der sich dann abarbeitet im Laufe der nächsten Monate und Jahre, das macht der Körper ein bisschen selbst, aber wenn du Schmerzen los bist, ist das Problem für dich ja gelöst. Hey, kurz zu deiner Info. Am Sonntag, dem 7.1. um 11 Uhr findet hier in diesem Kanal mein großes Neujahrs-Live-Training statt. Und dazu möchte ich ganz, ganz herzlich einladen. Wir trainieren gegen Schmerzen von Kopf bis Fuß. Und das Besondere an diesem Training, du bekommst 12 Tipps, wie du endlich mal deine guten Vorsätze in diesem Jahr umsetzen kannst. Sei dabei und melde dich an. Zusammengefasst, das Rollen ist eine super Ergänzung zu den Übungen, aber die Übungen sind das, was nachhaltig funktioniert. Wenn du hier oben klickst, kommst du zu einem Video zum Thema Fußschmerzen, dicht am Thema dran. Guck dir das mal an. Und hier unten kannst du den Kanal abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du kein Video versäumst. Von Ina und mir. Ciao. Ciao.